Es geht um die gereinigte Wissenschaft, es geht um die Kommunikation. Das ist so wichtig, wenn wir ein Gesamtes bilden wollen wieder, wo wir niemanden verlieren wollen in dieser Überlebenssituation. Für viele heute, damals selbstverständlich in der Natur. Kommunikation, gemeinsames Überleben und, da schaue ich jetzt nach, damit ich nicht lange überlegen muss, da Bezug zu Peter Sloterdijk. Es geht nicht ohne Persönlichkeitswachstum, Veränderung des eigenen Charakters. Wir haben uns zu weit hinaus auseinanderdividiert, auseinanderentwickelt. Wir sind zu weit von eben diesem Urmenschlichen entfernt, wie wir selber eben auch Mensch geworden sind. Wie? Durch den Überlebenskampf. Durch, dass wir uns haben beweisen müssen, wir haben erringen müssen, dass wir leben dürfen als Menschen. Wir haben uns ausgeliefert der Natur, indem wir, man kann sagen, einmal unser Fell abgelegt haben, aber auch indem wir uns abhängig gemacht haben von der Ernährung durch Fleisch. Heute ist das nicht mehr so ein Thema. Überall, wo man das mit vegetarischen, pflanzlichen Dingen lösen kann, ist es okay, aber wo man heute noch auf Fleisch halt angewiesen ist, um genügend Vitamin B sowieso und Eiweiß zu erhalten, ist das auch völlig okay. Also wir sind natürlich wirklich andere Existenz gemessen, oder? Und Sie wissen ja wahrscheinlich, wir hätten als Menschen kein solches fantastisches Gehirn entwickeln können ohne Fleischkonsum, oder? Und das war dann auch der Motor, um erste Werkzeuge herzustellen. Vielen Dank, Professor Hermann Parzinger, ein bedeutender Archäologe. Vielen Dank, Reto Färber von der NZZ. Vielen Dank, Herr Erik Guier, Chefredaktor der NZZ, für immer wieder sehr wertvolle Beiträge, unter anderem eben auch dieses Video mit Professor Parzinger über sein Buch Kinder des Prometheus, die wir sind. Wir sind dann auch einmal dazu gekommen, eben das Feuer zu beherrschen. Und das war dann der Ausgangspunkt, das war eine der Revolution. Also Revolution im eigentlichen Sinn ist es eigentlich ja nicht, wenn man es philosophisch genau anschaut, das Wort und so, sondern es war natürlich schon auch also Revolution braucht ein relativ ein Schnitt in die Geschichte und beim Feuer, das war dann doch auch über längere Zeit und dass man das einfach auch ausgetüftelt hat und dann einen immer besseren Umgang damit gefunden hat, oder? Von daher, aber es ist immer noch gebräuchlich, auch von der neolithischen Revolution zu sprechen, also der Sesshaftwerdung und dann Beginn mit Ackerbau und so weiter, oder? Das, im strengen Sinn von heute ist es keine Revolution und vor allem ist natürlich die Sesshaftwerdung eine höchst problematische Erscheinung, eine Zeit gewesen auch von schrecklichem Niedergang, auch mit einer Verdrittelung unserer Lebenserwartung damals, oder? Da spricht ja heute eigentlich kaum jemand davon, oder? Wir beziehen uns auf die Zeit vor der Sesshaftwerdung, als wir als nomadische Jäger und Sammlerinnen unterwegs waren in relativ kleinen Horden und existenziell auf jeden einzelnen von uns angewiesen waren. Das ist die Zeit von Professor Klaus E. Müller
also als Elementarschamanismus bezeichneten Zeit.